Hallo und herzlich willkommen zum Onboarding für den Hackathon X Citizens. Ich freue mich sehr, dass ihr euch alle so zahlreich registriert habt, und wir werden jetzt ein paar Minuten damit verbringen, dass ich euch ein bisschen onboarde, was unseren Hackathon, unser Main Event am 28. und 29. betrifft. Und dazu habe ich auch eine kleine Präsentation vorbereitet. Ja, mein Name ist Thomas Herwig, ich bin der Lab Operations Manager am Hike und bin der Hackathon-Lead, und bin damit in der Verantwortung für das Event. Und wenn ihr Fragen habt, grundsätzlich kommt auf mich zu. Ansonsten, wie gesagt, werden wir das in YouTube dann in Kapitel einteilen. Ihr könnt dann auch in die unterschiedlichsten Kapitel switchen. Vielleicht ganz kurz zur Agenda von heute. Wir werden zuerst eine kurze Intro zum Hackathon haben. Dann werde ich ein bisschen auf generative KI und wie man damit umgeht und auch entsprechend promptet. Einen kleinen Input zu Design Thinking, weil das ist das Kernelement zu unserem Hackathon. Das ist wichtig, dass ihr ein bisschen ein Grundverständnis, eine Grundhaltung dafür aufbaut und entwickelt. Und ganz zum Schluss noch ein paar organisatorische Hinweise, weil wir werden auch noch eine kleine Online-Session haben, zu der ihr euch zuschalten könnt. Steigen wir ein mit dem Intro zum Hackathon. Und zwar in diesem Jahr wieder eine AI Edition, so haben wir das genannt. Das heißt, KI spielt dort wieder eine Rolle. Besonders, wir haben 12 Herausforderungen aus der Region, für die Region, die wir gemeinsam mit euch hier im Audimax der Hochschule Nordhausen lösen wollen. Was ist der Hackathon? Es ist ein Zweitagesformat. Ihr seht das hier, wo es um große Herausforderungen geht. Das heißt, die Challenges sind sehr groß formuliert. Da braucht ihr keine Angst haben. Ihr werdet am Ende ganz konkrete Lösungen dafür entwickeln. Das Besondere ist in dem Format, dass ihr interdisziplinär in Teams arbeiten werdet. Es wird Teams geben, die Deutsch sprechen, es wird Teams geben, die Englisch sprechen. Das werden wir entsprechend organisieren. Und ihr sitzt gemeinsam mit voraussichtlich bis zu 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Stadt- und Landkreisverwaltung zusammen, aber auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region, mit Bürgerinnen und Bürgern und vor allen Dingen natürlich auch mit Hochschulangehörigen. Das heißt, wir haben einige Studierende, die hier im Team arbeiten, und das ist quasi interdisziplinär. Wie läuft der Hackathon grundsätzlich ab? Wir haben 2 Tage, am 28. und 29.11. Zum Details komme ich dann nochmal so ein bisschen. Und wir werden uns in diesem Zeitraum, ihr seht das hier, in unterschiedlichsten Phasen bewegen. Und diesen Design Thinking Input und KI Input, den gibt es jetzt schon ein bisschen. Es gibt aber auch eine Keynote, und wir werden uns sehr lange in dem Problemraum aufhalten. Das ist sehr wichtig, weil häufig kennen wir das. Wenn es ein Problem gibt, dann will man immer sehr schnell eine Lösung haben. Das ist hier in dem Fall nicht gewünscht. Und das müssen wir auch aushalten. Wir werden dem Problem sehr auf den Grund gehen und werden die Ursachen erforschen. Und dafür brauchen wir ein bisschen Zeit, bevor wir am Ende des Tages in die ersten Lösungsideen quasi übergehen, die ihr gemeinsam entwickeln werdet. Am zweiten Tag werden wir Prototypen daraus generieren. Das heißt, ihr werdet eure Ideen prototypisch darstellen und auch entsprechend Feedback dazu einholen. Und ganz am Ende wird quasi präsentiert auf der großen Bühne im Audimax vor einer Jury. Was ihr lernen werdet im Hackathon ist das Design Thinking. Es ist eine sehr anerkannte Methode, auf die ich später dann nochmal eingehe. Und ihr seht hier die unterschiedlichsten 6 Phasen, die hier abgebildet sind. Und das Besondere ist, in jeder Phase können wir generative KI nutzen, um den Prozess an sich zu beschleunigen, aber auch um unsere Blickwinkel nach rechts und links zu erweitern. Das ist das Schöne an KI, weil sie halt in Echtzeit Daten suchen kann, die uns gar nicht so zur Verfügung stehen. Das ist hier sehr besonders, deswegen Design Thinking 6 Phasen mit generativer KI. Ihr werdet auch im Vorfeld noch ein Workbook bekommen, dass ihr da so ein bisschen verfolgen könnt, in welcher Phase sind wir gerade, welche Methode bearbeiten wir, was ist die Zielstellung. Und diese einzelnen Phasen mit einzelnen Methoden werden immer für alle gleichermaßen anmoderiert, und es gibt ein bestimmtes Zeitfenster, um dann die Aufgabenstellung zu bearbeiten. Dazu hilft das Workbook ein bisschen zur Orientierung. Wir hatten letztes Jahr auch ein Promptbook, werden wir eventuell auch noch zur Verfügung stellen, aber in diesem Jahr haben wir eine besondere Situation, weil wir künstliche Intelligenz als Unterstützung haben, und die künstliche Intelligenz wird entsprechend unterstützen, die entsprechende Prompts zu schreiben. Das Tolle in diesem Jahr ist, wir haben gemeinsam Stadt- und Landkreisverwaltung gewonnen, und es sind Mitorganisatoren und Organisatoren neben dem Hike und der Hochschule. Und es ist im Übrigen die 6. Auflage in diesem Jahr. Im letzten Jahr haben wir mit knapp 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Hackathon absolviert.
Wir haben aber auch noch ein paar externe Partnerinnen und Partner. Ihr seht das hier, wir haben unterschiedlichste Unternehmen, die werden auch vor Ort sein, die haben eigene Challenges eingereicht. Und wir haben eine Partnerschaft mit dem DE Hub, was nicht nur eine Challenge eingereicht hat, sondern was euch auch versorgen wird, nämlich am zweiten Tag mit Pizza. Und wir haben Ionos. Nochmal auch ein besonderer Dank neben allen anderen Partnerinnen und Partnern, die uns eine eigene KI-Lösung zur Verfügung stellen, die wir uns dann noch angucken werden. Die Challenges, die eingereicht worden sind, ihr habt euch registriert, ihr habt euch einen Überblick verschafft und habt euch schon für eure Erstwunsch-Challenge und für eure Zweitwunsch-Challenge angemeldet. Und wir werden natürlich die Teams so formieren, dass ihr im Idealfall in euren Wünschen dann auch im Team arbeiten werdet und die entsprechenden Themenkomplexe, die seht ihr hier. Wir haben sehr unterschiedliche Challenges, die von Nachhaltigkeit bis hin zum Image und zur Gründerfreundlichkeit unserer Region reichen. Hier sieht man die Challenges nochmal, die 12 Stück und auch wer die eingereicht hat. Wie gesagt, ihr habt euch registriert, ihr habt euch schon die Challenges ausgesucht und wir freuen uns, dass ihr euch dort quasi registriert habt. Besonders in diesem Jahr auch wieder, wir werden KI-Spezialistinnen oder Spezialisten in diesem Fall da haben. Und zwar ist das einmal der Lukas Strattmann vom Stadtplatz. Der wird euch quasi unterstützen im Umgang mit generativer KI, vielleicht auch das richtige Tool nochmal raussuchen. Und ist gleichzeitig auch der Juror, wird quasi eure Ideen auch mit feedbacken, wie wir immer so schön sagen. Und der steht quasi allen Teams gleichermaßen zur Verfügung. Ähnlich ist es mit dem Ingo von Ionos aus Berlin. Ingo ist übrigens Absolvent der Hochschule Nordhausen und arbeitet jetzt mit generativer KI bei Ionos. Und er wird euch genauso zur Verfügung stehen, das heißt allen Teams zu euren Fragen. Und er ist nochmal speziell dafür da, um auch gewisse Prototypen mit künstlicher Intelligenz schnell zu entwickeln. Das heißt, er ist in der Lage, aus einem einfachen Prompt mit euch gemeinsam quasi in kürzester Zeit einen sogenannten Click-Dummy, also einen Prototypen, der gewisse Funktionen hat, tatsächlich zu programmieren, weil das ist das Tolle an generativer KI. Ihr seid auf einmal Programmierer, obwohl ihr gar kein Programmieren gelernt habt. Dann jedes Team bekommt einen Coach, das ist nochmal wichtig. Das heißt, ihr seid nicht alleine. Jeder Coach begleitet fest ein Team durch die beiden Tage, durch die Phasen, hilft euch beim Moderieren, hilft euch beim Strukturieren, hilft euch bei den Aufgaben und Zielstellungen, hilft euch auch in Situationen, wo ihr vielleicht ein bisschen feststeckt, dort weiterzukommen. Ihr seht das hier, welche Coaches wir hier vor Ort haben. Vielleicht nochmal die Dr. Karin Schlang als Projektleiterin und als Dozentin auch im Bereich Innovations- und Change Management. Und unser Lead, der Professor Göcker, der Lutz, quasi derjenige, der das Hike konzipiert und erfunden hat. Und ist auch Professor hier an der Hochschule im Studiengang Digitales Produktmanagement, den er aufgebaut hat, und der Studiengangsleiter. Und vielleicht noch die Angela. Die Angela ist selber schon sehr Design Thinking erfahren, denn sie hat in Tansania schon unterschiedlichste Design Thinking Formate entwickelt und dort mit jungen Menschen eigene Startup-Ideen aufgebaut, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die zweite Riege, nicht von der Reihenfolge, einfach nur, um es ein bisschen klarer zu haben, dann auch, ihr seht das hier. Wir haben hier den Dominik Dölz noch vom DE Hub in Jena, der eine eigene Challenge quasi begleiten wird und mit unterstützen wird, aber auch den Christian Simon, auch hier fehlt noch ein I, arbeitet quasi bei Microsoft und implementiert gerade generative künstliche Intelligenz in dem VW-Konzern. Und ansonsten haben wir auch noch die Kathleen und den Pascal, Kolleginnen und Kollegen von uns aus der Hochschule, die quasi auch als Coaches mit fungieren. 12 Coaches, 12 Teams, jedes Team ein Coach. Am zweiten Tag werdet ihr eure Ideen präsentieren auf der großen Bühne. Ihr werdet dazu 3 Minuten Zeit haben und wir werden unseren Landrat begrüßen dürfen und auch unsere Landtagsabgeordnete, die Caroline Gerbote. Und die Jury wird quasi ein Feedback zu euren Ideen geben. Ja, gerade unser Landrat und auch die Caroline werden ein Interesse daran haben, was für Ideen habt ihr entwickelt, weil es sind Ideen, die hier auf die großen Herausforderungen unserer Region einzahlen. Und die Jurorinnen und Juroren werden euch ein Feedback zu eurer Idee geben. Wir haben auch noch den Dr. Sebastian Henschke, den Leiter des DE Hub, der am Fraunhofer IOF in Jena auch arbeitet. Und Ingo und Lukas werden mit in die Jury reingehen. Die konnten auch so ein bisschen beurteilen, wie habt ihr die 2 Tage im Team gearbeitet, was sind so eure Ansätze, die haben ein bisschen tieferes Verständnis noch. Okay, bevor wir dort einsteigen, wie gesagt, solltet ihr da Fragen haben, meldet euch auch ganz gerne oder kommt in die Q&A-Session, die tease ich nachher nochmal an. Und ja, es gibt auch kleine Preise, ihr bekommt ein Badge und ein Zertifikat am Ende auch, was ihr dann entsprechend teilen und nutzen dürft. Und ja, freuen uns auch über die Unterstützung von der EVN und auch vom Maximator, die hier auch wieder Preise für euch zur Verfügung gestellt haben.
Dann vielleicht mal ein bisschen zu generativer KI und Prompting. Das ist ja das Besondere. Viele haben es vielleicht schon gehört, einige nutzen es hoffentlich auch schon. Und es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, aber was vielleicht nochmal wichtig ist, es gibt so grundsätzlich zwei Ausrichtungen der Foundation-Modelle, so nennt sich diese generative KI. Einmal die Large Language Modelle, das sind reine Textmodelle, die auf textbasierten Daten im Endeffekt operieren und hier in dem Fall, denke ich mal, bekannt ChatGPT. Und auf der anderen Seite haben wir sogenannte Diffusion-Modelle. Das sind Modelle, die im Endeffekt mit Bilddaten oder Videodaten arbeiten können. Ein bestes Beispiel ist hier Midjourney. Das sind so die zwei groben Ausrichtungen, die wir hier haben, was generative künstliche Intelligenz betrifft, weil an sich ist KI nichts Neues. Ihr habt das alle schon an eurem Smartphone, Sprachassistenten, Audiokorrekturen und so weiter und so fort oder entsprechende Empfehlungen. Aber das Besondere an diesen Modellen ist deren Multimodalität. Warum ist das wichtig? Ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt den unterschiedlichsten Input, das ist in Form von ChatGPT, schreibt ihr eine Eingabe und ihr könnt beispielsweise einen Screenshot mit zur Verfügung stellen oder ihr könnt auch eine Audiodatei verwenden, die in dieses Foundation-Modell, in dieses generative KI-Modell reingegeben wird und der Output ist quasi unterschiedlich. Also ihr könnt einen Text vorne reingeben, bekommt ein Audio hinten raus oder umgekehrt und so funktioniert das. Das ist das Besondere, weil generative künstliche Intelligenz kann mit den unterschiedlichsten Dateitypen arbeiten, was vorher nicht der Fall gewesen ist bei der generellen KI oder auch speziellen KI oder auch in neuronalen Netzen. Das ist was sehr Besonderes, deswegen immer daran denken, ihr könnt der KI auch Kontextinformationen geben, indem ihr nicht nur einen Befehl schreibt, wie man das macht, zeige ich gleich, sondern ihr könnt halt auch Dateien mit zur Verfügung stellen oder Screenshots von euren Aufzeichnungen, die ihr gerade angefertigt habt, könnt ihr mit zur Verfügung stellen und reichert damit den Kontext an und generative KI können das gut verarbeiten. Das Besondere hier in diesem Jahr ist, wir haben Ionos gewonnen und mit Ionos, hier arbeitet der Ingo, haben wir das große Glück, eine eigene Hackathon-KI quasi euch zur Verfügung zu stellen. Das Besondere ist, ihr habt keine Limitation, das heißt, ihr könnt die ganze Zeit fragen, ohne dass das Programm irgendwann sagt, du hast keinen Pro-Account und du musst jetzt hier 5 Stunden Pause machen, wie das häufig bei einem kostenfreien ChatGPT-Account ist. Und das Tolle ist, es ist datenschutzkonform, ihr werdet in Teams dort drin halt auch arbeiten und was Besonderes ist auch, euer Handbuch oder auch die Prompts und so weiter und so fort, die sind dort schon hinterlegt. Das heißt, es ist auch nicht nur eine KI, die euch hilft, im Design Thinking mit den entsprechenden Methoden nach vorne zu gehen, sondern es ist auch eine KI, die euch entsprechend schon Prompts vorbereitet, die aber auch über den Hackathon Bescheid weiß, wie sehen die Phasen aus, welche Zeiten, auch sowas könnt ihr die KI fragen. Das wird dann so aufgebaut sein, ich hatte es eben erklärt gehabt, ihr habt einerseits einen Chat, den ihr starten könnt, das sind die sogenannten Large Language Modelle, das heißt, hier könnt ihr mit Text arbeiten und auf der anderen Seite habt ihr einen Bildgenerator, wo ihr auch Bilder generieren könnt, das wird gerade dann vielleicht auch für Präsentationen und für entsprechende Personas, die dann angefertigt werden sollen oder ja, entsprechend halt vielleicht auch irgendwelche Bilder für eure Präsentation. Dafür habt ihr dann quasi einen Bildgenerator, ein sogenanntes Diffusion-Modell. Diese beiden Möglichkeiten habt ihr da drin. Was ganz toll ist, wir haben für euch sogenannte Quick Actions, also so schnelle Aufgaben quasi vorbereitet, die ihr klicken könnt und dort sind schon vorgefertigte Prompts dann drin, dass ihr gar nicht so lange Eingabeaufforderungen schreiben müsst, sondern dass die entsprechend schon vorbereitet sind und es für euch angenehmer und unkomplizierter ist zu bedienen, dass ihr gar nicht so tief dort einsteigen müsst. Und da gibt es, wie gesagt, unterschiedlichste GPTs oder unterschiedlichste Custom-GPTs, die dort im Hintergrund arbeiten. Das sind spezielle Bots, die für spezielle Aufgaben konfiguriert sind, damit ihr quasi bessere Ergebnisse bekommt und gar nicht so viel Zeit investieren müsst, in einen Prompt zu schreiben. Die könnt ihr einfach anklicken und dann bekommt ihr die entsprechenden Ausgaben. Vielleicht zu den Eingabeaufforderungen nochmal zu kommen. Wie kommuniziere ich mit einer KI richtig? Das ist sehr relevant. Das nennt sich Prompt Engineering, also wie die Eingabeaufforderung aussieht. Und so ein Prompt ist nichts anderes als die Eingabeaufforderung. Nämlich hier in dem Fall, ihr seht das Schreibfenster von ChatGPT. Wenn ihr dort was reinschreibt, dann ist das letztendlich der Prompt, die Eingabeaufforderung und die geht in das entsprechende KI-Modell, hier in das Transformer oder in das entsprechende Foundation-Modell und ihr bekommt eine Antwort hinten raus. So funktioniert das.
Denkt dran, ihr könnt den Prompt anreichern mit unterschiedlichsten Dateien und könnt auch unterschiedlichsten Output dann hinten bei rausbekommen. Deswegen ist Prompting an sich ist die Mensch-Maschine-Interaktion. Das heißt, die Eingabeaufforderung ist quasi die Interaktion, was die Maschine machen soll, um für euch das zu erledigen. Und das ist quasi diese Interaktion von Mensch und Maschine. Und der Prompt, also als Eingabeaufforderung, signalisiert nichts anderes, was soll die Maschine denn tun? Und da gibt es eine einfache Regel, Shit in, Shit out. Das heißt, gibt man sich keine Mühe, das, was man im Kopf hat und das, was relevant und Kontextwissen ist, in diesen Prompt mit reinzuschreiben, dann bekommt man halt auch eine sehr marginale Antwort hinten raus, die meistens nicht sehr gut ist. Das heißt, gib mir mal eine Gliederung für eine Hausarbeit zur künstlichen Intelligenz, dann gibt er euch eine Gliederung zur Hausarbeit für künstliche Intelligenz, beschreibt ihr aber, in welcher Situation ihr seid, was ihr dort reinhaben wollt, welchen Stil es haben soll es mit Zitationen sein, sollen dort entsprechende Dinge mit berücksichtigt werden, wie lang soll der Text werden, wie umfangreich. Das sind alles Informationen, die relevant sind, um das Ergebnis zu verbessern. Deswegen, jeder von euch kennt das vielleicht, der schon mal ein Billigregal oder eine Lampe auch angeschlossen hat oder so, das sind Bedienungsanleitungen und was anderes ist Prompting auch nicht. Es ist eine Bedienungsanleitung, entsprechend für die Maschine zu schreiben. Und da gibt es auch spezielle Frameworks, die würde ich euch hier nochmal zeigen wollen, weil wie gesagt, ihr habt mit der Ionos KI für den Hackathon quasi einen Prompt-Generator oder auch vorgefertigte Prompts. Das heißt, da wird so ein Framework schon genutzt und ihr setzt nur kleinere Dinge noch ein und habt den Prompt gleich fertig. Aber im Idealfall kommuniziert man mit der KI so, dass sie versteht, aus welcher Rolle heraus soll sie agieren, mit welchem Format, zu welchem Thema auch. Vielleicht hat sie auch eine Chronologie an Schritten, soll es mir den Text ausgeben, soll es mir eine Tabelle ausgeben. Was soll es vielleicht nicht tun? Soll es wissenschaftlich schreiben? Soll es schreiben wie für einen 5-Jährigen? Also das sind so die Elemente, die ihr braucht, um einen guten Prompt zu definieren, damit auch das Ergebnis ganz gut ist. Das ist noch ein anderes Framework, der Charakter im Endeffekt, eine Persönlichkeit zu geben, das hat man eben schon. Oder hier auch irgendwie einen Link oder mehr Informationen bereitstellen. Das sind quasi so optionale Dinge, wie ihr quasi in einem Prompt so gestalten könnt, dass das Ausgabeformat, der Output für euch besser wird. Ja, wir haben den Lukas ja auch, unseren KI-Experten vom Stadtplatz, der mit dabei sein sondern möchte. Da freuen wir uns natürlich. Und der Lukas hat auch noch ein paar Materialien für euch rausgesucht, die bekommt ihr auch in einer E-Mail nochmal geschickt. Der hat nochmal so ein kleines Handbuch gemacht, auch im Umgang mit ChatGPT. Wer von euch Lust darauf hat, guckt dort gerne mal rein. Ansonsten wird es noch kleinere Videos geben. Eins ist ein bisschen länger, die anderen sind so zwischen 5 und 7 Minuten. Und hier könnt ihr auch euch nochmal ein bisschen reinschauen, wenn ihr das wollt, um vielleicht irgendwo so die Kenntnisse zu generativer KI nochmal so ein bisschen zu vertiefen. Guckt gerne mal rein, kann nicht schaden. Ansonsten an der Stelle auch nochmal Danke an den Lukas für die Bereitstellung der Materialien. Was vielleicht noch relevant ist, auch im Umgang mit KI, gerade im Design Thinking Kontext, versucht zu verstehen, dass künstliche Intelligenz ein Co-Pilot ist. Es ist ein Assistent für euch und er kann in diesem Fall, was ich euch jetzt gerade zeige, er kann ein Rechercheassistent sein. Das heißt, ihr könntet auch Perplexity, was eine KI ist, die in Echtzeit das Internet durchsucht, auch aktuelle Statistiken vielleicht für eure Herausforderungen suchen. Das funktioniert sehr unkompliziert und da Perplexity das Kind von Google entsprechend und OpenAI hat Perplexity die Möglichkeit, alle Informationen zu verlinken. Das heißt, ihr könnt die auch immer überprüfen. KI kann aber genauso gut euer Präsentator sein. Das heißt, es gibt KI, die euch eine Präsentation anfertigt mit einer Eingabeaufforderung. Immer das Verständnis, guckt, dass generative KI eine Rolle bekommt, dass es wie ein Assistent für euch ist. Er kann genauso gut ein Webseitenbuilder sein, künstliche Intelligenz. Es gibt hier ein Programm, da könnt ihr mit einem Befehl sofort eine Webseite vielleicht für eure neue Dienstleistung oder für euren neuen Service, den ihr im Hackathon entwickelt habt, aufbauen. Ihr könnt die auch dann noch in Echtzeit bearbeiten. Ihr könnt aber auch Tools nutzen oder KI nutzen, indem ihr auf eurem Bildschirm was zeigt und teilt und mit der KI in Interaktion geht und sie euch ein Feedback gibt. Das kann aber genauso gut ein Programmierassistent sein, der euch einen Click-Dummy programmiert, weil ihr eine digitale Lösung im Hackathon entwickelt habt. Und genauso geht das weiter. Ihr könnt Musik machen, ihr könnt aber auch Podcasts machen oder kurze Videopräsentationen dazu, bis hin zu mit einfachen
Stichpunkten quasi in der Grafik zu visualisieren oder halt auch euren eigene Stimme quasi zu duplizieren und dort entsprechend halt euren persönlichen Voice Translator zu haben. Das, was ich jetzt hier spreche beispielsweise, könnte das Programm 11 Labs halt in jegliche Sprachen der Welt übersetzen, ohne dass ich das quasi jemals gesagt habe. Okay, das vielleicht zu den Grundlagen von generativer KI und dem Prompting. Kommen wir jetzt zu einem der Herzstücken, nämlich zu dem Design Thinking. Ganz kurzer Abriss zu Design Thinking. Wichtig ist, dass ihr so ein bisschen darüber nachdenkt, dass es eine gewisse Rolle und eine gewisse Haltung ist, die ihr dort braucht, um in dieses Design Thinking besser reinzukommen. Ich habe hier eine Präsentation, weil wir hatten das große Glück, eine Design Thinking Ausbildung zu bekommen im Hike-Team und habe hier eine Präsentation vom Hasso-Plattner-Institut, die ich euch ganz gerne zeigen wollen würde, weil der Hasso-Plattner hat dieses Design Thinking quasi erfunden und salonfähig gemacht. Das hat er gemeinsam mit dem Massachusetts Institute of Technology gemacht und dort sind unter anderem Startups wie Airbnb daraus entstanden, nach so einer Denke. Und Design Thinking an sich ist ein Prozess, ist eine Methode, um Komplexität, und wir haben komplexe Herausforderungen als Challenges, die ihr angeht werdet, wie man Komplexität strukturiert so weit reduzieren kann, dass man sie oder auseinandernehmen kann und vereinfachen kann, dass man sie dann in innovative Lösungen, Ideen, Services, Dienstleistungen überführen kann. Das ist Design Thinking. Na, und wenn wir uns überlegen, in welcher Zeit leben wir heute, und warum gibt es eigentlich Design Thinking, dann kennt ihr vielleicht das exponentielle Wachstum. In der Corona-Pandemie hat man das in der Verbreitung der Zahlen gesehen gehabt, was Exponentialität betrifft. Das heißt, es verdoppelt sich innerhalb kürzester Zeit immer wieder. Und genau in so einem Zeitalter leben wir gerade, weil das technologische Wachstum überschlägt sich grundsätzlich. Das ist exponentiell. Das heißt, die Innovationszyklen werden immer kürzer und das, was wir in Innovation durch Technologie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, hat es in der Form noch nie gegeben in den Jahrhunderten vorher. Und das ist halt was sehr Besonderes, weil nur mal als Beispiel, wenn ihr schaut, damit wird Technologie auch immer günstiger und das bedeutet letztendlich, hier in dem Fall, so eine Drohne hat mal 100.000 Euro gekostet, heute kann die sich jeder letztendlich leisten und wenn ihr schaut, das sind gute 10 Jahre, die da dazwischen liegen, also das ist diese Exponentialität. Na, oder hier 3D-Druck, additive Fertigung. Wir können uns heute Turnschuhe aus dem 3D-Drucker entsprechend anfertigen oder jede andere Materialien oder Ersatzteile oder sonstiges. Vorher 40.000 Euro, jetzt bei gut 20 Euro fürs Material. Oder aber, wir sehen es hier, Industrieroboter, die 2007 noch über eine halbe Million gekostet haben, gibt es heute relativ kostengünstiger schon einzukaufen. Das ist das Phänomen hinter der Exponentialität, dass die technologische Entwicklung einen enormen Schub nimmt und sich exponentiell entwickelt. Und aber gleichzeitig die Kosten weiter senkt und minimiert, dass sie massentauglich wird. Das ist was sehr Entscheidendes, weil ansonsten könnten sich ja nur die reichen Leute solche Dinge entsprechend leisten. Und was wir hier sehen ist, dass die Komplexität auch mit den Technologien und der exponentiellen Entwicklung immer weiter zunimmt, aber unser menschlicher Horizont und unser menschliches Wissen sich linear eher aufbaut. Und das ist so ein bisschen diese Wenn-Dann-Logik und hier entsteht quasi zwischen den technologischen Möglichkeiten und dem Vorstellungsvermögen oder halt auch Wissen der Menschen entsteht ein gewisser Gap und Design Thinking ist auch mit dazu da, in Kollaboration mit Technologie und Mensch diese Lücke entsprechend zu schließen. Ja. Und was hinter Design Thinking steht, und das ist was sehr Entscheidendes, gerade in dieser Zeit heute, es hat sich gewandelt, dass man nicht ein Produkt entwickelt und dafür den Markt schafft oder dafür die Menschen sucht, die das kaufen wollen, sondern heutzutage wird vom Menschen ausgedacht, welche Produkte derjenige braucht oder besser gesagt, vor welchen Herausforderungen steht der Mensch, mit welchen Bedürfnissen und man quasi jetzt umgekehrt an die Produktentwicklung halt herangeht. Und ein schönes Beispiel dafür ist dieser sogenannte Healthcare Case von General Electric. Und ihr seht hier ein MRT-Gerät quasi.
Vielleicht der ein oder andere schon mal drinnen gelegen, ne? Es ist relativ laut. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, kleine Kinder, die in so ein lautes Gerät, in so eine Enge rein sollen, die halten schlecht still. Die verstehen vielleicht auch den Sinn und Zweck noch nicht. Was aber problematisch ist, weil den Kindern soll ja geholfen werden. Das heißt, man ist auf eine hohe Qualität dieser Aufnahmen, dieser MRT-Aufnahmen angewiesen, um eine gute Diagnose stellen zu können, um dann halt auch entsprechend helfen zu können, ne? Den Kindern helfen zu können, medizinisch helfen zu können, dort das adäquate therapeutische Programm, Medizin oder sonst irgendwie was halt auch entsprechend herauszufinden. So, jetzt halten die Kinder aber dort nicht still, sondern sie verstehen das nicht und bewegen sich und damit hat man schlechte Aufnahmen und die helfen dann natürlich nicht dem Kind zu helfen. Und was hat man gemacht? Man hat mit Hilfe von Design Thinking die Perspektive der Kinder eingenommen und hat aus dieser Perspektive, aus diesem sehr sterilen Erlebnis einer MRT-Aufnahme eine Fantasiereise gebaut. Und was da rausgekommen ist, das sehen wir hier. Und zwar ist das schon was ganz anderes. Hier sehen wir quasi die Pirateninsel. Das ist wie ein kleines Rollenspiel. Es ist entsprechend anders designt. Und damit hat das schon ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und man geht spielerisch mit den Kindern auf diese quasi Untersuchung. Und hier ein anderes Beispiel, so ein bisschen Tiefseeabenteuer. Und das hat dazu geführt, dass die entsprechenden Aufnahmen zu so einer guten Qualität dann geführt haben, dass den Kindern auch geholfen werden konnte. Das heißt, man hat die Perspektive gewechselt. Vorher das Gerät war rein, um eine Diagnose stellen zu können quasi, um eine Aufnahme vom Körper zu machen, damit der Arzt dort diagnostizieren konnte. Hat für Kinder schlecht funktioniert, aufgrund dessen, dass sie das nicht verstanden haben, dass sie nicht ruhig gehalten haben. Damit sind die Aufnahmequalitäten der Bilder schlecht gewesen und hat hier ihnen quasi ein Erlebnis kreiert mit Hilfe von Design Thinking und hat dazu beigetragen, dass dann in so einem Geräten die Qualität und die Wahrscheinlichkeit, gute Aufnahmen zu bekommen, dann sehr geholfen hat und den Kindern dann halt auch geholfen werden konnte. Das ist Design Thinking im Kern. Und wenn wir uns das anschauen, wo bewegen wir uns mit dem Design Thinking? Wir hatten diesen technologischen Ansatz und den menschlichen Ansatz auch schon. Natürlich auch die Wirtschaft. Es geht immer darum, halt auch irgendwo Produkte, vielleicht auch marktfähige Produkte unter anderem zu entwickeln. Das ist kein Muss, aber man kann. Und in diesem Sweet Spot hier in der Mitte sehen wir das, hier entsteht die Innovation. Das heißt, wir denken nicht in einer speziellen Branche mit einem speziellen Fokus, sondern wir unterhalten uns mit den Menschen, wir schauen über die Branchengrenzen hinaus, wir holen interdisziplinäre Teams wie bei euch im Hackathon zusammen, unterschiedlichste Perspektiven und denken die Technologien mit, nutzen die Technologien mit und dort entstehen die Innovationen von morgen. Deswegen Design Thinking ist quasi eine neue Ausgestaltung von Produkten, Erlebnissen und Prozessen für Menschen, aber viel, viel bewusster. Das heißt, wir wechseln die Perspektiven. Ihr seht das hier, hatte ich vorhin schon angeteasert, das sind nochmal die 6 typischen standardisierten Phasen des Design Thinkings und ihr seht das auch, wir werden uns sehr lange in dem Problemverstehen aufhalten und ehe wir dann erst in eine Lösung übergehen. Was sehr wichtig ist, wir haben für das Design Thinking nur 2 Tage. Warum sage ich nur? Andere Unternehmen wie Google machen die Design Thinking Sprints oder Google Sprints und die gehen 5 Tage und das ist bei denen ein Sprint. Deswegen, das ist eine große Herausforderung. Wir haben nicht die Zeit hier zu iterieren, das heißt, wir können nicht von der einen Phase wieder zurückspringen oder mal 2 Phasen zurückspringen, was ja grundsätzlich im Design Thinking möglich ist. Das geht bei uns nicht aufgrund der Zeit, weswegen es wichtig ist, dass ihr euch darauf fokussiert, eure Aufgaben in der Zeit auch entsprechend abzuarbeiten, weil ihr müsst in der nächsten Phase damit weiterarbeiten. Und dieser humanzentrierte Ansatz, um den es beim Design Thinking geht, und das ist auch so ein bisschen die Bitte, das erfordert eine gewisse Haltung. Also ihr werdet vielleicht sogar an Grenzen stoßen in der Interaktion, in der Kommunikation, vielleicht auch müsst ihr euch oder habt das Gefühl, euch nicht durchsetzen zu können, ne? Oder habt das Gefühl, wir haben die Nutzergruppe nicht so ganz im Blick. Letztendlich ist es, wie ihr auf der rechten Seite seht, es geht nicht darum, das Allzweckmesser zu bauen mit allen möglichen Funktionalitäten, sondern wirklich zu gucken, was der Kunde im Kern als eigentliches Problem hat und wie ich das lösen kann. Das heißt nicht, dass ich, sage ich mal, multifunktionale Lösungen habe, sondern für eine spezielle Person auch eine spezielle Lösung. Und dieses menschzentrierte Mindset im Endeffekt, das ist genau dort, wo wir uns bewegen wollen, nämlich in der Nutzerperspektive.
Und wenn wir uns hier diese 6 Grundvoraussetzungen für das Design Thinking Mindset anschauen, um Innovation zu generieren, dann sehen wir das hier entsprechend so ein bisschen aufgeschlüsselt. Das ist was Iteratives, was Lernförmiges in Kollaboration. Man nimmt sich mehr Zeit, um in den Problemraum reinzuschauen. Man denkt immer von der Nutzerperspektive her und es gibt keine Denkgrenzen. Also es kann was Radikales sein, es kann ein Extremnutzer sein. Ihr werdet das im Hackathon kennenlernen, was es dort für Möglichkeiten gibt. Uns ist wichtig, dass ihr euch darauf einlasst und was noch viel wichtiger ist, dass ihr das auch wisst im Vorfeld. Ihr werdet einen gewissen Zeitdruck haben. Das heißt, wir arbeiten von Phase zu Phase und von Methode zu Methode mit einem Time-Timer. Das ist eine Uhr, die eingestellt wird mit, keine Ahnung, ihr habt 1 Stunde jetzt für die Phase, der Timer wird eingestellt, dann habt ihr 1 Stunde Zeit, zu einem verwertbaren Ergebnis zu kommen, um das mit in die nächste Phase zu nehmen. Wir haben keine Zeit, länger an der Phase zu bleiben oder auch wieder zurückzugehen. Das ist wichtig, weswegen ihr einen gewissen Fokus braucht und für manche ist das anstrengend, aber letztendlich ist es das, was es halt auch ausmacht, damit wir in diesen 2 Tagen, in dieser Innovationsatmosphäre auch entsprechend zu Lösungen kommen. Okay. Das vielleicht als Input zum Design Thinking und nochmal zum Abschluss ein paar organisatorische Hinweise. Wichtig ist, wir treffen uns am 28.11. Ihr habt die Möglichkeit schon von 8 Uhr an zu kommen. Es wird Kaffee geben und das ist so ein bisschen der Registrierungsprozess. Ihr registriert euch in der Teilnehmerliste, ihr könnt euch einen Platz suchen, ihr bekommt euer Namensschild, könnt euch ein bisschen umgucken und einrichten. Bis 8.45 Uhr quasi, Gebäude 11, das ist das Audimax. Hier auf dem Campus, hier unten rechts seht ihr das auch nochmal. Dann wird pünktlich 9 Uhr die Eröffnung durch unseren Präsidenten, den Professor Wagner quasi, wird die Eröffnung quasi gehalten und unser Hackathon-Lead, der Professor Göcke. Und wir werden am ersten Tag ca. 16.30 Uhr quasi den Tag beenden, bevor wir dann am Samstag, den 29.11. 9 Uhr pünktlich starten und gegen 15.30 Uhr Samstagnachmittag fertig sein. Am Ende hin, so ca. 13.30 13.45 wird die Jury eintreffen, vielleicht auch ein bisschen eher. Und ihr werdet so 13.45 quasi eure Präsentation auf der großen Bühne halten. 3 Minuten Zeit zum Pitchen, so sagen wir, zur Präsentation vorstellen und die Jury hat 3 Minuten, um euch ein Feedback zu geben. Danach Zertifikate, eure Badges und Badgeverleihung, was digital passieren wird und dann dürft ihr euch auch Preise aussuchen. Wichtig ist, es ist eine öffentliche Veranstaltung. Wir werden Bild- und Tonmaterial anfertigen, um das auch entsprechend zu dokumentieren. Wir machen immer so ein paar Teaserfilme dann auch im Nachgang und werden auch in Social Media darüber berichten. Solltet ihr das nicht wollen, dass ihr auf Bild- und Tonmaterial zu sehen seid, dann sagt das bitte bei der Registrierung am Freitag und ihr bekommt einen Klebepunkt irgendwo an der Schulter positioniert, dass die Fotografinnen und Fotografen, die wir vor Ort haben, aber auch jemanden, der Videos dreht, wird auch mit da sein, das besser identifizieren könnt, dass ihr euch nicht filmen. Zum aktuellen Zeitpunkt werden wir gut 80 Menschen im Audimax sein. Wir hoffen auf die eine oder andere Anmeldung noch. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, aber dass ihr ein Gefühl dafür habt, wir sind schon ganz gut besucht. Wichtig ist, bringt euren Laptop und euer Tablet mit. Einige von euch haben die Informationen auch schon bekommen als E-Mail. Ansonsten kommt die noch für diejenigen, die sie jetzt noch nicht bekommen haben, obwohl das jetzt bei der Videoaufnahme gar nicht so relevant ist. Bringt ein Stromkabel mit, vor allem, dass ihr halt einfach mit den Endgeräten dann halt auch entsprechend die KI-Tools nutzen könnt oder auch mal recherchieren könnt. Unser Karzer, unser Studierendenclub, wird sich um die Getränke kümmern und wird uns dort quasi mit Getränken versorgen. Da unsere Bitte, habt ein bisschen Kleingeld mit dabei, dass quasi der Karzer dort auch einen Obolus bekommt für die Getränke. Mittag am Freitag werden wir individuell gestalten. Ihr habt die Möglichkeit, nebenan in die Mensa zu gehen. Das ist relativ unkompliziert. Wir haben natürlich auch hier im Umkreis was. Das erkläre ich aber dann nochmal am Freitag zum Hackathon. Für diejenigen, die anreisen mit dem Fahrzeug, ist unsere Empfehlung auf dem Campus Süd zur Parken, das ist der größere Kreis hier unten, der rote. Dort fährt man von der Hallischen Straße drauf. Man kann dort quasi das August-Kramer-Institut auch ins Navi eintippen. Und um das Gebäude 28 auf der linken und auf der rechten Seite sind Parkplätze. Und man kann dann hier an dem See den Weg nach oben, Haus 19, hochlaufen. Und das Audimax ist das Gebäude 11 oben im oberen Campus. Ist hier mit dem kleinen roten Kreis eingekreist. Dort müsst ihr hin. Falls ihr Fragen habt, auch wegen der Anreise oder sowas, meldet euch nochmal. Ansonsten packen wir die Anreisehinweise auch nochmal in eine E-Mail.
Jetzt habt ihr auch schon die Möglichkeit, und da nochmal einen schönen Dank an unser DE Hub Photonics and Digital Experience in Jena, weil unsere Jenaer Freunde haben euch zum Pizzaessen am Samstag eingeladen. Ihr habt jetzt schon die Möglichkeit, eure Pizza zu bestellen. Scannt einfach den QR-Code, sucht euch eine Pizza aus, entsprechend tragt die ein. Wir werden dort quasi von dem Pizzapub an der Bahnhofstraße von der Station quasi versorgt, die extra für uns aufmachen. Und wie gesagt, scannt gerne, tragt euren Pizzawunsch ein und stimmt ja schon ab. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an unser DE Hub in Jena. Ansonsten noch ein Hinweis, es gibt noch 2 Q&A-Sessions. Wir sagen auch Ask Me Anything, also das werden 2 kurze Online-Sessions sein. Ich sehe es gerade hier, ist unglücklich, weil der Text nämlich gar nicht so richtig drin steht, aber vielleicht mal für euch zum Hören. Einmal am 24.11., das schreiben wir auch noch mal in einer E-Mail, von daher keine Sorge, einmal am 24.11. um 15.30 Uhr bis 16 Uhr online. Da könnt ihr einfach euch mit zuschalten, wenn ihr Fragen habt, irgendwie was wissen wollt, vielleicht noch irgendwelche Hinweise habt. Ihr könnt in diesem Zeitraum, es gibt keinen festen Anfang, doch einen festen Anfang gibt es, aber es gibt keinen Zeitpunkt, wo ihr unbedingt da sein müsst. Wenn ihr 10 Minuten vor 16 Uhr reinkommt, ist das auch okay. Ich werde in dieser halben Stunde online sein und ihr könnt jederzeit rein und rauskommen und eure Fragen stellen. Und ähnlich wird das am 25. am Dienstag quasi sein, von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr. Ihr könnt dort reinkommen, einfach jederzeit in der halben Stunde, könnt eure Frage stellen. Ich werde euch alles beantworten. Ansonsten, ja, freue ich mich sehr. Macht gerne nochmal Werbung, bringt noch Freundinnen und Freunde mit oder die Familie zum Hackathon. Wird auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ansonsten schreibt mir gerne eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt oder ruft an. Ja, habt vielen, vielen Dank und ich freue mich sehr, auch im Namen des Hack-Teams und der ganzen Coaches, euch im Audimax begrüßen zu dürfen. Das wird sensationell und schön, dass ihr dabei seid. Bis dahin, tschüss.